Hallo und herzlich willkommen bei German Podcast Time. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir freuen uns, dass ihr wieder dabei seid für eine weitere Dosis Deutschlernen auf die entspannte Art. Hallo zusammen, ich bin Lukas. Und ich bin Elena. Wir hoffen, ihr hattet eine gute Woche und seid bereit für eine neue Episode. Heute haben wir ein Thema, über das jeder sprechen kann. Das Wochenende. Wir werden uns einfach ganz entspannt darüber unterhalten, was wir so gemacht haben. Genau. Das ist perfekt, um Alltagsdeutsch zu üben und Vokabeln rund um Freizeit und Hobbys zu lernen. Also lasst uns direkt anfangen. Lukas, ich bin neugierig. Erzähl doch mal, wie war dein Wochenende? Moment. Ladies first, oder? Ich finde, du solltest anfangen. Also, Elena, die große Frage an dich. Wie war dein Wochenende? Haha, na gut. Also, mein Wochenende war fantastisch. Es war eine perfekte Mischung aus Aktivsein und Entspannen. Am Samstagmorgen bin ich direkt nach dem Frühstück auf den Wochenmarkt gegangen. Ich liebe es, dort einzukaufen. Oh ja, das kann ich verstehen. Die Atmosphäre auf so einem Markt ist immer besonders. War viel los? Ja, es war ziemlich voll, weil das Wetter so gut war. Aber das macht es ja auch lebendig. Überall riecht es nach frischen Kräutern, Blumen und gebackenem Brot. Ich habe an einem Stand sogar einen Bauern getroffen, der mir alles über den Anbau von seinem Biogemüse erzählt hat. Total faszinierend. Ich habe ganz viel frisches Gemüse gekauft. Es ist Spargel- und Erdbeerzeit, da musste ich natürlich zuschlagen. Die ersten deutschen Erdbeeren des Jahres, die sind einfach die besten. Ich habe auch einen kleinen Strauß Pfingstosen mitgenommen. Die Wohnung riecht jetzt so gut. Die beste Zeit des Jahres. Absolut. Mit meinem vollen Korb bin ich dann nach Hause und habe mich direkt in die Küche gestellt. Ich hatte mir vorgenommen, am Nachmittag ein neues Rezept auszuprobieren. Oh, spannend. Was hast du denn gekocht oder gebacken? Ich habe eine Spargelquiche mit Lachs gemacht. Ich hatte das Rezept online gesehen und es sah so lecker aus. Es war schon ein bisschen Arbeit, vor allem der Teig, aber es hat sich so gelohnt. Wow, das klingt wie aus einem Restaurant. Sehr beeindruckend. Ist sie gut geworden? Sie war perfekt. Ich war so stolz auf mich. Der Boden war knusprig, die Füllung cremig, wirklich ein Erfolg. Davon habe ich dann am Abend ein großes Stück gegessen und den Rest des Abends einfach nur auf dem Sofa entspannt und ein Buch gelesen. Was liest du denn gerade? Einen Krimi, der in Hamburg spielt. Ziemlich spannend. Das war also mein Samstag. Ein sehr gemütlicher und leckerer Tag. Das klingt wirklich nach einem perfekten Wochenende. Und der Sonntag? Ging es da so entspannt weiter? Ja, der Sonntag war sogar noch ruhiger. Ich habe erst mal ausgeschlafen, was ich unter der Woche nie schaffe. Dann habe ich in aller Ruhe frühstückt und bin danach raus in den Park für einen langen Spaziergang. Das Wetter war einfach zu schön, um drinnen zu bleiben. Ja, das stimmt. Endlich wieder richtiger Frühling. Genau. Ich habe mir einen Kaffee geholt, mich auf eine Bank in die Sonne gesetzt und einfach nur die Leute beobachtet. Das kann ich stundenlang machen. Familien, die spielen, Leute, die joggen, das ist wie Kino für mich. Das ist eine schöne Art, den Kopf frei zu bekommen. Ja, total. Am Nachmittag habe ich dann noch etwas Nützliches getan und meinen Balkon sommerfit gemacht. Also alte Blätter entfernt, neue Erde in die Kästen und ein paar neue Blumen gepflanzt. Jetzt sieht es dort wieder richtig schön bunt aus. Ach, super. Ein Wochenende, an dem man wirklich merkt, dass man seine Batterien wieder aufgeladen hat. Klingt toll. Absolut. So, jetzt reicht's aber von mir. Ich will jetzt alles über dein Wochenende wissen. Deins war bestimmt etwas actionreicher als meins, oder? Naja, actionreich ist vielleicht übertrieben, aber ich war auf jeden Fall mehr unter Leuten. Mein Samstag stand ganz im Zeichen von Freunden und gutem Essen. Das klingt gut. Erzähl. Wir haben uns am frühen Nachmittag im Stadtpark getroffen. Die Idee war, das gute Wetter zu nutzen und zu grillen. Das war eine ganz spontane Aktion. Einer hat in unsere Gruppe geschrieben, wer hat Lust auf Grillen? Und am Ende waren wir zu 8. Ah, die besten Pläne sind die spontanen. Hat denn jeder was mitgebracht? Genau, das war das Prinzip. Einer hatte den Grill dabei, ein anderer die Kohle. Ich war für die Würstchen zuständig. Andere haben Salate gemacht. Es gab Nudelsalat und einen Grünsalat. Und jemand hat Baguette und verschiedene Soßen besorgt. Klingt nach einem perfekten Buffet. Ja, total. Wir haben eine Decke auf die Wiese gelegt, Musik angemacht und einfach den ganzen Nachmittag dort verbracht. Wir haben auch ein bisschen Frisbee und Fußball gespielt. Es war total entspannt und lustig. Das glaube ich. Und wer war der Grillmeister? Das ist ja immer eine wichtige Rolle. Die Rolle hat mein Kumpel Marco übernommen.
Er behauptet von sich, der beste Griller zu sein. Also lassen wir ihn immer machen. Aber ich muss zugeben, er macht das wirklich gut. Sehr gut. Und was habt ihr am Abend noch gemacht? Als die Sonne unterging, wurde es etwas kühl. Wir haben dann alles aufgeräumt und sind zu mir nach Hause. Dort haben wir dann noch einen Film geschaut. Ach, schön. Welchen Film denn? Wir haben uns für eine Komödie entschieden. Nichts zum Nachdenken, einfach nur zum Lachen. Das war der perfekte Abschluss für den Tag. Ein Tag voller Freunde und Spaß. Klingt super. Und dein Sonntag? War der auch so sozial? Nein, der Sonntag war dann mein Familientag. Ich bin am Vormittag zu meinen Eltern gefahren. Die wohnen etwa eine Stunde außerhalb der Stadt. Das ist schön. Familienzeit ist auch wichtig. Absolut. Meine Mutter hat gekocht. Es gab Rouladen mit Klößen und Rotkohl. Ein klassisches deutsches Sonntagsessen. Au, wie lecker. Das ist richtiges Comfort Food. Ja, genau. Und danach saßen wir noch lange im Garten, haben Kaffee getrunken und meine Mutter hatte einen Apfelkuchen gebacken. Wir haben einfach nur geredet über die Arbeit, was in der Familie so los ist. Das war sehr entspannt und schön. Klingt nach einem perfekten Sonntag. Ja, am Abend bin ich dann wieder nach Hause, habe meine Tasche für die Woche gepackt und den typischen Sonntagabendkram erledigt. Wäsche waschen, ein bisschen aufräumen, damit die Woche gut startet. Das kenne ich nur gut so gut. Aber das gehört dazu. Also wenn ich das so höre, hatten wir beide sehr unterschiedliche, aber auf ihre Art perfekte Wochenenden. Das finde ich auch. Du hattest ein kulinarisches, kreatives und entspanntes Wochenende. Und ich ein soziales, aktives und familiäres. Genau. Ich glaube, da waren viele Vokabeln und Ideen für unsere Zuhörer dabei. Lass uns doch mal ein paar wichtige Wörter und Phrasen wiederholen, die wir benutzt haben. Gute Idee. Also, da war zum Beispiel auf den Wochenmarkt gehen. Das ist ein schöner Satz für eine typische Samstagsaktivität. Oder ein neues Rezept ausprobieren. Das kann man für Kochen oder Backen verwenden. Dann hatten wir einen Spaziergang im Park machen. Ein Klassiker für sonnige Tage. Von deinem Wochenende fand ich, sich mit Freunden treffen und im Park grillen super. Das sind tolle Sommervokabeln. Und natürlich seine Eltern oder seine Familie besuchen. Das machen ja auch viele am Wochenende. Super, mit diesen Sätzen könnt ihr auf jeden Fall schon mal gut erzählen, was ihr so gemacht habt. Wir hoffen, die Folge hat euch gefallen und ihr habt etwas gelernt. Das war's für heute bei German Podcast Time. Wir freuen uns, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid. Macht es gut, habt eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal. Tschüss! Tschüss!